Amerikanische Militäroperation. Warum hat das Pentagon eine Flotte in die eisige Wüste geschickt? Als Ende der 40er Jahre amerikanische Zeitungen berichteten, dass das Pentagon eine ganze Flotte an die Küste der Antarktis verlegt, hielt die Welt erstaunt den Atem an. Die Operation erhielt den Namen High Jump und begann im Dezember 1946. Kriegsschiffe, ein Flugzeugträger, Eisbrecher, Dutzende Flugzeuge und mehr als 4000 Besatzungsmitglieder, einen derartigen Umfang hatte der eisige Kontinent noch nie erlebt. Die Geheimhaltung der Mission war beeindruckend. Das Kommando über die Operation wurde dem äußerst erfahrenen Admiral Richard Byrd anvertraut und die offiziellen Ziele wurden äußerst vage formuliert. Untersuchung der Bedingungen für die Errichtung von Militärbasen und Erprobung von Ausrüstung. Doch die amerikanischen Streitkräfte landeten nicht einfach nur auf dem Eis. Die Flotte kam mit einer echten bemannten Staffel an. An Bord befanden sich Bomber, Jagdflugzeuge und Amphibienflugzeuge. Über mehrere Wochen hinweg flogen Dutzende Aufklärungsmissionen über die gefrorene Wüste. Es wurden Eisabbrüche, Felsen und seltsame Seen dokumentiert. Die Teams führten umfassende Landungen mit Ausrüstung durch, fotografierten, sammelten Boden- und Eisproben und legten Routen für schwere Fahrzeuge an. All dies geschah unter Bedingungen, bei denen die Temperatur unter 30 Grad Fahrenheit fiel und der eisige Wind selbst erfahrene Seeleute von den Beinen riss. Irgendwann gerieten die Ereignisse außer Kontrolle. Eines der Flugzeuge, eine Martin Mariner, verschwand zusammen mit 6 Besatzungsmitgliedern. Die Suche dauerte mehrere Tage, aber das Flugzeug wurde nie gefunden. Später brach das Kommando die Operation unerwartet vor dem geplanten Termin ab. Offiziell wegen der harten Wetterbedingungen. Inoffiziell wegen außergewöhnlicher Umstände. Reporter und Historiker rätselten jahrelang, was die Teilnehmer der Mission im Inneren des antarktischen Kontinents tatsächlich gesehen hatten und warum das Geschehen noch jahrzehntelang als geheim eingestuft wurde. Diese groß angelegte Unternehmung war nur der erste Akt in einer langen Reihe rätselhafter Expeditionen, die das Bild der Menschheit von der Antarktis für immer veränderten. Und nach den Amerikanern traten ganz andere Kräfte ins Spiel, die bereit waren, für ihre Ziele noch weiter zu gehen. Narzisstische Basen, Wahrheit und Mythen über die Expeditionen des Dritten Reiches. Nach der sensationellen amerikanischen Expedition tauchen auf dem eisigen Kontinent erneut alte Gerüchte über geheime Basen auf, die angeblich das Dritte Reich bereits Ende der 30er Jahre errichtet hatte. Die Geschichte beginnt im Jahr 1938, als die Deutschen mit dem speziell umgerüsteten Schiff Schwabenland von Hamburg aus zum Südpol aufbrachen. Die offizielle Version lautete wissenschaftliche Forschungen und die Suche nach neuen Walfanggebieten. Doch an Bord befanden sich nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Ingenieure, SS-Offiziere und Ausrüstung für Luftbildaufnahmen. Die Besatzung warf Tausende von Metallmarkierungen mit Hakenkreuzen auf das Eis und fertigte Aufnahmen für detaillierte Karten an. Das Gebiet um das Königin-Maud-Land erhielt sogar einen deutschen Namen Neuschwabenland. In den Archiven des Dritten Reiches sind Berichte über den Bau von provisorischen Lagern, Hangars und einem Treibstofflager erhalten geblieben. Dokumente über den Bau großer unterirdischer Anlagen wurden nicht gefunden, obwohl Jahrzehnte später zahlreiche Legenden über geheime Labors, Hangarkomplexe unter dem Eis und sogar über Unterwasserhäfen für U-Boote entstanden. Nach der Niederlage Nazi-Deutschlands erhielten die Alliierten Zugang zu den Unterlagen und Berichten der Expedition Schwabenland, doch konnte kein einziger Beweis für die Existenz fester Basen gefunden werden. Dennoch bestätigen militärische Archive, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts freigegeben wurden, dass die deutsche Flotte bis zum Jahr 45 im südlichen Ozean unterwegs war und mehrere U-Boote spurlos verschwanden und weder unter den Trophäen noch anhand der Funksignale der Alliierten gefunden wurden. Dies führte zu Theorien über geheime Routen durch die Eisschelfe und angeblich überlebende SS-Einheiten, die sich im antarktischen Eis versteckt haben sollen. In den Nachkriegsjahren versuchten auch sowjetische und britische Forscher, zumindest einige Spuren der Aktivitäten deutscher Expeditionen zu finden, doch außer Markierungen und Überresten provisorischer Bauten konnte nichts entdeckt werden. Archäologen dokumentierten Ausrüstungsgegenstände, Kanister und Behälter mit deutscher Kennzeichnung, aber keinerlei Beweise für die Existenz streng geheimer Bunker, nur Kartenfragmente und unvollständige Berichte. Trotzdem befeuerten gerade diese halbmythischen Basen des Dritten Reiches über viele Jahre hinweg die Fantasien über geheimnisvolle Technologien, verschwundene Nazi-Wissenschaftler und unterirdische Komplexe, die ein Versteck für die unglaublichsten Entdeckungen hätten sein können. Aber wenn die Dokumente nicht alles enthüllt haben, wohin sind dann einige Wissenschaftler verschwunden und warum verschwanden auf dem Kontinent so häufig nicht nur Menschen, sondern auch ganze Flugzeuge? Das Rätsel der verschwundenen Wissenschaftler und vermissten Flugzeuge.
Als die ersten wissenschaftlichen Teams nach dem Krieg wieder in der Antarktis landeten, wurden die Expeditionslisten regelmäßig durch beunruhigende Notizen über vermisste Teilnehmer ergänzt. Im Jahr 1947, auf dem Höhepunkt des Interesses am eisigen Kontinent, verschwand eine Gruppe britischer Forscher. 5 Personen machten sich mit Schneemobilen auf den Weg, um die Eisdicke zu messen, und meldeten sich nicht mehr. Die Funkstationen empfingen unverständliche Notsignale, aber die Suche blieb erfolglos. Weder Schlitten noch Ausrüstung noch Leichen wurden selbst nach Monaten gefunden. Alle Spuren schien ein eisiger Sturm über Nacht ausgelöscht zu haben. Eine ähnliche Geschichte ereignete sich mit einer sowjetischen Expedition Ende der 50er Jahre. Eine Gruppe junger Wissenschaftler führte eine Reihe von Bohrungen tief im Gletscher durch, als sie nach einigen Tagen nicht mehr auf Anfragen reagierte. Notfallsuchtrupps, ausgestattet mit Flugzeugen und Hunden, fanden nur Zelte und verstreute persönliche Ausrüstung. Einzelne Expeditionsjournale wurden fast eine Meile vom Lager entfernt im Schnee eingefroren gefunden. Die Piloten, die bei der Suche halfen, bemerkten, dass das Gebiet unerwartet von langen Eisspalten durchzogen war, die auf früheren Aufnahmen nicht zu sehen gewesen waren. Ebenso rätselhaft waren die verschwundenen Flugzeuge. Neben dem amerikanischen Martin Mariner gab es in den 40er und 50er Jahren Berichte über vermisste Flugzeuge aus verschiedenen Ländern. Im Jahr 1952 verließ ein australisches Transportflugzeug mit 6 Besatzungsmitgliedern seine Route und meldete sich nicht mehr, als es das Gebiet von Wilkesland überflog. Satellitenaufnahmen gab es damals noch nicht und die Wetterbedingungen änderten sich blitzschnell. Die Suchhubschrauber fanden keinerlei Spuren, nur Trümmer von Kisten mit wissenschaftlicher Ausrüstung, die vom Wind über Dutzende von Meilen hinweggetragen worden waren. Einen besonderen Platz in den Chroniken nimmt die Tragödie der französischen Expedition im Jahr 1953 ein. Eine Gruppe von 7 Personen machte sich zu einem kürzlich entdeckten subglazialen See auf und verschwand spurlos. Einige Jahre später wurden zufällig Fragmente des Bootes und eine Metallkiste mit Aufzeichnungen über Temperaturschwankungen entdeckt, die eindeutig nicht den üblichen antarktischen Bedingungen entsprachen. Diese Verschwinden wurden in den Berichten festgehalten, aber die offiziellen Antworten waren einfach und knapp: extreme klimatische Bedingungen, Navigationsfehler, fehlende Rettungsausrüstung. Trotz allem tauchen in den Archiven weiterhin unveröffentlichte Berichte über auf mysteriöse Weise verschwundene Wissenschaftler und Flugzeuge auf, die spurlos im ewigen Eis verschwanden. Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse erregten nicht nur westliche, sondern auch sowjetische Stationen besondere Aufmerksamkeit, um die sich bereits damals Gerüchte über geheime Technologien und seltsame Funde rankten, von denen nur Eingeweihte wussten. Das sowjetische antarktische Geheimnis. Was verbargen die sowjetischen Stationen? Während die westlichen Länder über das Verschwinden von Expeditionen rätselten, wurden die sowjetischen Stationen auf dem antarktischen Eis zum wahren Zentrum mysteriöser Geschichten. Bereits Ende der 40er Jahre startete Moskau ein wissenschaftliches Wettrennen. Eine nach der anderen wurden die Basen Mirny, Wostok und Pionerskaja eröffnet. Nach außen hin wirkte alles alltäglich. Es wurden Labore aus Metallblöcken gebaut, Antennen für den Funkverkehr errichtet. Abends brachten lange Kolonnen von Traktoren Kisten mit Ausrüstung heran. In Wirklichkeit überwachten Militäringenieure jedes ankommende Flugzeug und Unbefugte wurden nicht auf das Gelände gelassen. Die Bohranlagen dienten nicht nur zur Eisgewinnung. Unter dem Schutz der Nacht gingen die Arbeiter mehrere Meilen tief in den Gletscher hinein und die Tagebücher der Geologen wurden unter Verschluss gehalten. Anfang der 50er Jahre wurde auf der Station Wostok ein geheimes Projekt zur Suche nach Anomalien im Magnetfeld gestartet. Offiziell wurden nur die Standardmessungen gemeldet, aber nach den Erinnerungen der Beteiligten fielen in manchen Schichten die Geräte aus, die Kompassnadeln drehten sich um 180 Grad und die Telegrafisten registrierten kurze Signale, die niemand entschlüsseln konnte. Im Januar 1955 traf eine Gruppe von Ingenieuren mit modernster Funktechnik auf der Basis ein. Unter ihnen waren ausschließlich Militärangehörige, die sich weigerten, mit den zivilen Wissenschaftlern zu kommunizieren. Besondere Aufmerksamkeit galt den Lagerhäusern mit importierter Ausrüstung aus Europa und Amerika, die auf geheimem Wege über verbündete Länder bestellt worden war. Nachts wurden komplexe Geräte hierher gebracht, die sofort in einem separaten Pavillon hinter einem doppelten Vorhang versteckt wurden. Zeugen berichteten, dass Soldaten einmal einen ganzen Lastwagen mit Ausrüstung im Schnee einmauerten. Einige Tage später verschwand die Technik auf mysteriöse Weise und alle Aufzeichnungen der Kameras wurden vernichtet. In den 50er Jahren häuften sich auf Mirny und dem Pionerskij-Abschnitt Fälle von Elektronikausfällen und seltsamen Pannen bei Fahrzeugen. Die Motoren der Schneemobile sprangen nachts von selbst an und die Batterien froren innerhalb weniger Stunden ein, obwohl das laut Berechnungen eigentlich nicht hätte passieren dürfen. Einige Stationen waren zeitweise über Funk nicht erreichbar und die Verbindung wurde erst wiederhergestellt, nachdem der nächste Transportkonvoi eingetroffen war.
Diejenigen, die länger als ein halbes Jahr auf den sowjetischen Basen dienten, berichteten von einem ungewöhnlichen Glanz im Eis in der Nähe der Bohrlöcher. Es war, als würde etwas unter der Oberfläche das Licht des Scheinwerfers reflektieren, obwohl weder Metall noch Überreste von Technik offiziell gefunden wurden. Mit der Inbetriebnahme der Station Vostok im Jahr 1961 wurden alle Ergebnisse der Bohrarbeiten von sowjetischen Geologen unter Verschluss gehalten und Berichte über Laboranalysen wurden ausschließlich an das Hauptquartier der Akademie der Wissenschaften in Moskau übermittelt. Sogar einfache Schlosser mussten Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben. Erst Jahrzehnte später tauchen in Memoiren Andeutungen über Funde ungewöhnlicher Gesteinsschichten, Steinfragmente und Proben mit Rückständen unbekannter Substanzen auf. Tatsächlich hat keiner der einfachen Mitarbeiter je erfahren, was genau die sowjetischen Stationen im Eis versteckten. Diese Geschichten wurden tausende Meilen vom eisigen Kontinent entfernt von Gerüchten umrankt, doch selbst ein erfahrener ausländischer Spion konnte nicht in die abgeschlossene Welt der sowjetischen Labore eindringen. In der Zwischenzeit sammelten sich in den Archiven weiterhin rätselhafte Funde an, die auf der eisigen Landkarte der Antarktis nicht nur unter der Kontrolle sowjetischer Wissenschaftler auftauchten. Es standen Entdeckungen bevor, die das Verständnis der Menschheitsgeschichte selbst auf den Kopf stellen konnten. Seltsame Funde unter dem Eis. Artefakte, die nicht aus dieser Zeit stammen. Als die ersten Bohranlagen die uralten Schichten des antarktischen Eises erreichten, hatte niemand erwartet, dass Gegenstände gefunden würden, die nicht in das heutige Weltbild passen. Bereits Anfang der 60er Jahre entdeckte eine Gruppe australischer Wissenschaftler auf dem niemandem unterstehenden eisigen Plateau während der Probenentnahme in mehr als 2 Meilen Tiefe eine kleine Metallplatte mit perfekt gearbeiteten Kanten. Die chemische Analyse, die im Labor der Station Davis durchgeführt wurde, zeigte eine ungewöhnliche Legierung mit hohem Titan- und Nickelgehalt. Doch solche Technologien wurden erst Ende des 20. Jahrhunderts entwickelt. Dokumentarische Belege für den Fund sind in den Berichten des Instituts erhalten geblieben, aber die Platte verschwand bald zusammen mit dem Kurier, der sie nach Melbourne bringen sollte. Sein Hubschrauber meldete sich nicht mehr und verschwand in den Wolken über dem Packeis. Nicht weniger Aufsehen erregte die Entdeckung französischer Geologen im Gebiet von Adélie-Land. Bei routinemäßigen Ausgrabungen im Eispanzer wurde eine zylindrische Röhre gefunden, die in ihrer Form an einen Behälter für moderne medizinische Präparate erinnerte, aber allem Anschein nach aus monokristallinem Quarz gefertigt war. Im Inneren befanden sich winzige Fäden und selbst unter den stärksten Mikroskopen gelang es nicht festzustellen, woraus sie bestanden. Später wurden alle Unterlagen zu diesem Objekt aufgrund seiner ungeklärten Herkunft aus den französischen Archiven entfernt. In den 60er Jahren, als sowjetische Bohrarbeiter neue Horizonte erreichten, entdeckte man in den Eisabraumhalden in der Nähe der Station Vostok eine schimmernde Kette aus kugelförmigen Elementen. Auf der Oberfläche jedes einzelnen waren Symbole eingraviert, die zu keinem der bekannten Alphabete gehörten. Kopien der Fotografien gelangten nur in die privaten Tagebücher zweier Wissenschaftler und die Kette selbst verschwand bereits am nächsten Tag aus dem Labor. Mitarbeiter, die versuchten herauszufinden, wohin das Artefakt verschwunden war, erhielten eine strenge Rüge wegen Überschreitung ihrer Befugnisse. Amerikanische Expeditionen stießen auf nicht weniger seltsame Dinge. Im Jahr 1968 wurde während Bohrungen im Bereich des Ross-Schelfeises ein Bruchstück eines technischen Geräts mit winzigen, lackierten Kupferspulen entdeckt. Alle Bauteile waren nicht größer als ein Fingernagel und der Schaltplan entsprach keinem damals bekannten industriellen Muster. Der Bericht wurde über das Konsulat nach Washington weitergeleitet, aber der Gegenstand wurde sofort vom Militär beschlagnahmt. Laborange-Stellte erinnerten sich, dass am Tag nach dem Fund Zivilisten auf die Station kamen, den Zugang zum Lager blockierten und den Fund unter verstärkter Bewachung abtransportierten. Ungewöhnliche Funde wurden auch an anderen Stationen verzeichnet. Japanische Wissenschaftler entdeckten in den 70er Jahren in den dicken Schneeschichten Gewebefragmente, die beständig gegen Dampfstrahlen und aggressive Reagenzien waren. Die chemische Zusammensetzung dieses Materials stimmte mit keiner bekannten synthetischen Faser überein. Ein Teil der Probe wurde nach Tokio geschickt, aber nach einigen Monaten verschwand der gesamte Schriftverkehr über den Fund aus den Archiven. All diese Artefakte wurden niemals der Öffentlichkeit gezeigt und verschwanden fast immer kurz nach ihrer Entdeckung, wobei ihre Spur sich in Militärarchiven oder geheimen Labors verlor. In offiziellen Zeitschriften wurden sie als industrielle Verunreinigungen, anomale Einschlüsse oder Analysefehler bezeichnet. Doch die Listen seltsamer Funde wuchsen weiter. Geophysiker registrierten Spuren der Bearbeitung von Steinoberflächen mit einem laserähnlichen Gerät und Mikrobiologen fanden im Eis immer wieder Bakterien mit einer DNA, die in bekannten Populationen nicht vorkommt. Entdeckungen dieser Art bedeuteten fast immer nur eines: totale Kontrolle durch die Geheimdienste und eine neue Runde internationaler Spannungen. Wer und warum entsorgte diese Gegenstände und weshalb verloren die Wissenschaftler, die sie entdeckten, plötzlich ihre Arbeit oder verschwanden sogar aus dem Blickfeld? Antworten darauf gab es nie.
Bereits gegen Ende der 70er Jahre nahm das Maß an Geheimhaltung rund um die Antarktis-Expeditionen weiter zu und die nationalen Basen verwandelten sich allmählich in befestigte Enklaven mit eigenen Zugangs- und Sicherheitsregeln. Die Teilnehmer erwarteten nicht nur neue Verbote, sondern auch unerwartete Veränderungen der Spielregeln auf dem gesamten Kontinent. Sperrzonen. Wie haben internationale Abkommen die Antarktis verändert? Während einige Expeditionen in der antarktischen Weiße verschwanden und seltsame Artefakte von Geheimdiensten unter dem Schutz der Nacht abtransportiert wurden, wurde das Schicksal des gesamten Kontinents bei internationalen Verhandlungen tausende Meilen entfernt von hier entschieden. Schon seit den späten 50er Jahren waren die führenden Mächte beunruhigt. Zu viele verschwundene Menschen, zu oft begegneten sich Militärpatrouillen an Orten, an denen eigentlich niemand sein sollte. Im Dezember 1959 unterzeichneten in Washington Vertreter von 12 Ländern, darunter die USA, die UdSSR, Großbritannien, Australien, Neuseeland, Frankreich und Japan, unerwartet den Antarktis-Vertrag, der den militärischen Spielereien im ewigen Eis ein Ende setzen sollte. Von diesem Moment an wurde der gesamte Kontinent offiziell zur Zone ausschließlich für friedliche wissenschaftliche Forschung erklärt. Die Stationierung von Militärbasen, Atomtests und sogar der Abbau von Bodenschätzen wurden vollständig verboten. Jede nicht genehmigte Expedition unterlag strenger Kontrolle und die Anwesenheit bewaffneter Einheiten war nur zur Unterstützung der Wissenschaftler erlaubt. Territoriale Streitigkeiten wurden eingefroren. Kein Land durfte Gebiete des Eises zu seinem Eigentum erklären und die Grenzen der Einflusszonen waren nur auf alten Karten verzeichnet. Statt offener Kontrolle wurde ein feines diplomatisches Spiel geführt. Der Zugang zu bestimmten Gebieten war selbst für Forscher nur mit einer speziellen Genehmigung möglich. Es entstanden Sperrzonen, Gebiete, in denen Bohrungen und archäologische Arbeiten unter dem Vorwand des Erhalts des natürlichen Gleichgewichts verboten waren. Tatsächlich stimmten diese Gebiete mit den Zonen früherer Verschwindensfälle ungewöhnlicher Funde und anomaler Werte auf den Radarkarten überein. Sogar Karten für zivile Expeditionen wurden mit weißen Flecken gedruckt, auf denen nichts eingezeichnet war, weder das Relief noch Koordinaten. In den 60er und 70er Jahren wurde die internationale Kontrolle auf dem Kontinent verstärkt. Inspektoren aus verschiedenen Ländern überprüften gegenseitig ihre Stationen, zählten die Laborausrüstung nach und verglichen die Berichte über Brennstoff- und Lebensmittelvorräte. Jede zusätzliche Fracht oder nicht deklariertes Gerät konnte Anlass für einen weiteren diplomatischen Skandal sein. Tatsächlich verstärkte die Schaffung des Vertrags nur die Geheimhaltung. Meldungen über neue Funde oder Verschwinden wurden über verschlüsselte Kanäle versendet. Berichte mit dem Vermerk „streng geheim“ wurden in separaten Tresoren der Botschaften und Hauptquartiere der wissenschaftlichen Räte aufbewahrt. Zur gleichen Zeit begannen spezielle Beobachtergruppen der UNO, die Antarktis zu patrouillieren. Offiziell überwachten sie die Einhaltung der Umweltvorschriften. Doch inoffiziellen Berichten zufolge waren es gerade diese Inspektoren, die regelmäßig seltsame Ausrüstungen, Spuren von schwerem Gerät und sogar sorgfältig verschüttete Eingänge zu Eistunneln entdeckten, deren Herkunft niemand kommentierte. Manchmal wurde von einer Expedition verlangt, das Gebiet, in dem anomale Parameter oder technische Störungen festgestellt wurden, umgehend zu verlassen. Allmählich verwandelte sich der Kontinent in eine ideale Zone für diplomatische Spielchen und Schattenabkommen. Die neuen Regeln ermöglichten es den Ländern, Aktivitäten unter dem Deckmantel wissenschaftlicher Beobachtungen zu verbergen, und das Verzeichnis der gesperrten Sektoren wuchs von Saison zu Saison. Selbst heute werden offizielle Routen für Touristen und Wissenschaftler unter Berücksichtigung dutzender unsichtbarer Grenzen innerhalb eines einzigen Kontinents festgelegt. Doch trotz strenger Abkommen blieb die Antarktis ein Gebiet doppelter Standards, wo jedes wissenschaftliche Projekt von einem unsichtbaren Schatten der Kontrolle begleitet wird und die wahren Herren des Eises nur auf geschlossenen internationalen Konferenzen in Erscheinung treten. Das Geheimnisvollste steht noch bevor. Wer und wie konnte nicht nur die eisige Wüste, sondern auch alles, was unter ihrer meilenhohen Schicht verborgen ist, unter Kontrolle bringen? Geheime Verhandlungen und moderne Kontrolle. Wer kontrolliert den Kontinent in Wirklichkeit? Und gerade als neue Verbote den Schleier des Geheimnisses über der Antarktis noch verstärkten, begann eine Phase geheimer Verhandlungen und unsichtbarer Kontrolle, von der außerhalb enger diplomatischer Kreise kaum jemand gehört hat. Bereits Anfang der 80er Jahre trafen sich die Delegationsleiter regelmäßig in abgeschlossenen Sälen in Genf, Buenos Aires und Washington, um neue Zugangsregeln für den eisigen Kontinent zu verabschieden. Bei diesen Treffen wurden detaillierte Listen verbotener Zonen sowie Vorschriften für die Nutzung von Satellitenbildern und den Austausch wissenschaftlicher Daten zwischen den Ländern diskutiert. Jede Großmacht forderte, ihre eigenen Leute zu den wichtigsten Laboratorien der Konkurrenten zuzulassen, erhielt jedoch im Gegenzug die gleichen Forderungen. So entstanden spezielle gemeinsame Beobachtungsmissionen aus Wissenschaftlern und Militärs.
Die amerikanischen Geheimdienste erhielten von ihren Informanten regelmäßig Berichte über die Bewegungen sowjetischer Karawanen und unbekannte Labors, die nicht erfasstes Equipment entluden. Als Antwort installierten sowjetische Ingenieure auf den Basen komplexe Systeme zur Funküberwachung, um fremde Signale zu verfolgen und Informationslecks zu verhindern. In den 80er Jahren trafen unabhängige Beobachter der UNO und der Internationalen Atomenergieorganisation auf dem Kontinent ein. Das offizielle Ziel ihrer Besuche bestand in der Überwachung der Umwelt. Doch inoffiziellen Angaben zufolge führten Spezialeinheiten gerade unter ihrem Schutz verdeckte Ausgrabungen in der Nähe anomaler Gebiete durch und brachten von dort mehrere Kisten mit unbekanntem Inhalt fort. In der Zwischenzeit setzte sich auf den Polarstationen der Wettbewerb zwischen den Alteingesessenen und den neuen Akteuren China, Indien, Südkorea fort. Die neuen Basen wurden so autonom wie möglich gebaut und dem Personal war es sogar verboten, versehentlich Innenräume der Labors zu filmen. Fast jedes größere Bauprojekt wurde von Besuchen unabhängiger Experten aus verbündeten Ländern begleitet, die Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichneten. In einzelnen Fällen verschwanden die Wissenschaftler selbst ohne Angabe von Gründen von ihren Posten und nach ein paar Monaten tauchten ihre Namen in keinem offiziellen Bericht mehr auf. In den 90er Jahren, als Satellitentechnologien Teil des Alltags wurden, geriet die Antarktis unter eine beeindruckende elektronische Kuppel. Alle Aufnahmen, die ungewöhnliche Objekte zeigten, wurden in speziellen Zensurzentren bearbeitet und nur wenige Mitarbeiter internationaler Agenturen hatten vollen Zugang zu den Originaldaten. Wenn private Expeditionen versuchten, in die weißen Flecken auf der Karte vorzudringen, wurden sie von Militärpatrouillen aufgehalten und ihre Ausrüstung unter dem Vorwand der Verletzung der Sicherheitsbestimmungen beschlagnahmt. Heute stützt sich das weit verzweigte Kontrollsystem der Antarktis auf jährliche, nicht öffentliche Treffen in Brüssel und Washington, bei denen hinter verschlossenen Türen sogar die Routen möglicher Forschungsreisen abgestimmt und neue Regeln für den Austausch von Eis- und Gesteinsproben festgelegt werden. An diesen Verhandlungen nehmen nicht nur Vertreter von Staaten teil, sondern auch Mitarbeiter der größten Geheimdienste, die für die Sicherheit strategischer Objekte zuständig sind. In den letzten Jahrzehnten wurden offiziell Dutzende von Fällen registriert, in denen wissenschaftliche Teams, die in nicht genehmigte Gebiete vorgedrungen waren, auf Anordnung der Kontrollbehörden dringend evakuiert wurden. Die Unterlagen über diese Operationen werden bis heute unter dem Vermerk streng geheim aufbewahrt. Der Kontinent hat sich in eine eigentümliche Arena verwandelt, in der Diplomatie und militärische Aufklärung Hand in Hand gehen. Entscheidungen über den Zugang zu Schlüsselstellen werden nicht nur von Wissenschaftlern, sondern auch von den Chefs der Geheimdienste getroffen. Und die endgültigen Routenlisten werden in den verschlossensten Büros der Welt unterzeichnet. Genau hier entsteht die tatsächliche Kontrolle über die Antarktis. Ihre Inhaber sind in einem engen Kreis wohlbekannt, bezeichnen sich jedoch niemals offiziell als Eigentümer des Kontinents. Und während auf den eisigen Weiten neue Antennen installiert und Routen für unterirdische Bohrer gelegt werden, bleibt der Großteil der Ereignisse, die die Zukunft des Südpols bestimmen, weiterhin außerhalb öffentlicher Berichte. Es bleibt nur abzuwarten, welche weiteren Geheimnisse unter den kilometerdicken Eisschichten verborgen sind und wem von den heutigen Akteuren es als erstem gelingen wird, sie zu enthüllen.